Hallo Leute, Marc hier von MacMav Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video-Review. Heute teste ich einen weiteren RC-Panzer für euch, und zwar den Toro Königstiger im Maßstab 1:16. Das ist also auch ziemlich der größte Panzer, der bei Toro erhältlich ist. Und das hier ist auch die Profi-Metall-Version. Das bedeutet, hier sind auch über 90% der Teile aus Metall. Und ihr bekommt diesen und weitere Panzer direkt bei toroshop.de. Dort gibt es natürlich auch andere Panzer, also nicht nur Tiger, sondern eben auch amerikanische und russische Panzer, auch in verschiedenen Maßstäben. Und die Panzer gibt es dort auch in verschiedenen Preiskategorien und in verschiedenen Ausführungen. Und das hier ist eben der Toro Königstiger 1:16 in der Profi-Metall-Version. Also hier sind die Ketten und viele Anbauteile aus Metall. Genauso hat der hier Rohrrückzug. Der Turm kann sich um volle 360 Grad drehen. Dann gibt es hier Mündungsblitz und ein Infrarot-Gefechtssystem, um mit verschiedenen Panzer gegeneinander anzutreten. Und ich würde sagen, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ihr seht schon, diese Holzkiste ist wirklich echt stylisch und macht da draus schon ein cooles Sammlerstück. Und ich setze mich da auch ganz gerne mal drauf, wenn ich mit dem Panzer unterwegs bin. Hier seht ihr schon die Anleitung und die Aufkleber, die man noch drauf machen kann. Das Ganze ist sehr ausführlich und ich habe ja bisher schon den Tiger 1 getestet in der Profi-Metall-Version und die Anleitung ist ähnlich, aber auf den Königstiger zugeschnitten. Dann haben wir hier das Infrarot-Gefechtssystem und das hier ist der Akku, 7,2 Volt, 2000 mAh. Da habt ihr so eine Fahrzeit von knapp 20-25 Minuten mit, und dann seht ihr hier unten drunter den Panzer, den holen wir jetzt auch noch hier raus. Was hier gleich auffällt, der ist direkt lackiert, komplett mit Airbrush, also richtig cool gemacht. Den gibt's auch bei Toro noch in einem Tarnmuster, aber Tarnmuster sehe ich öfters mal, wenn ich mir YouTube-Videos zu diesen Panzern ansehe, und der beigefarbene, sandfarbene hat mir ganz cool gefallen. Hier haben wir die Fernsteuerung, 2,4 GHz Fernsteuerung, da kommen 6 Mignon-Batterien rein in der AA-Größe. Und das hier ist die kleine Kiste mit dem Zubehör, die ich hier etwas unsanft heraushole. Und hier sind die Fahrerfigur etc. drin, das zeige ich euch gleich noch. Jetzt holen wir hier erstmal den Panzer raus, und der ist auch etwas schwerer als der Tiger 1, den ich vor kurzem getestet habe. Der wiegt hier noch ein halbes Kilo mehr, also knapp 7 Kilo. Den setzen wir hier mal nebendran. Und hier unten drin ist noch das Ladegerät, das holen wir auch noch raus. Ja, und mit dem zweiten Panzer ist es natürlich so, dass ich da ins Gefecht stürzen kann mit diesem Infrarot-Gefechtssystem. Das möchte ich auf jeden Fall demnächst noch ausprobieren. Jetzt stelle ich mal die Kiste hier runter. Die ist wirklich sehr cool. Die steht auch bei uns im Wohnzimmer, ist also sozusagen schon ein Einrichtungsgegenstand geworden. Und wie gesagt, für den Transport ist das echt cool. Dann seht ihr hier nochmal das ganze Zubehör. Alles, was beim Toro Königstiger, Tiger 2 wird er auch genannt, dabei ist. Und ich freue mich jetzt gleich auch schon, den Akku zu laden. Mit dem beiliegenden Ladegerät dauert das knapp 8 Stunden. Ihr könnt natürlich auch ein schnelleres Ladegerät nehmen für die 7,2 Volt Akkus. Jetzt schauen wir uns erstmal den Königstiger in seiner vollen Pracht hier an. Hier sieht man zum Beispiel schön, wie sich die Luken öffnen lassen. Die sind auch ebenfalls aus Metall, sind auch sehr detailliert und lackiert. Dann schauen wir uns die Frontseite des Panzers an. Da ist ein Maschinengewehr mit LED. Das bedeutet, ihr könnt über die Fernsteuerung das LED des Maschinengewehrs leuchten lassen, also sozusagen den Masseflash simulieren. Auf der anderen Seite hier sieht man auch schön, wie detailliert der Panzer gearbeitet ist. Also hier die vielen Metallteile und auch die Oberfläche, was hier alles drauf ist, und auch diese Gitter, die hier über diesen Lufteinlässen sind. Hier hinten ist der Auspuff. Also das Ganze hier ist sehr detailliert gemacht und auch super lackiert. Hier unten seht ihr auch die Laufrollen und die Metallkette. Der ganze Panzer ist auf jeden Fall sehr detailliert gemacht, und auch von der Handhabung, wenn man das Ganze mal in die Hand nimmt, das fühlt sich sehr, sehr stabil an und ist wirklich auch sehr hochwertig. Und hier ist die Fernsteuerung, die ist ebenfalls sehr hochwertig. Ihr seht hier in der Mitte kann man die einen ausschalten. Dann hat man hier oben diese kleinen Schalter. Auf der linken Seite lasst ihr den Panzer an, also ein aus, und auf der rechten Seite betätigt ihr das Maschinengewehr. Dann leuchtet dieses kleine MG. Dann hat man hier eine kleine Trimmung. Und hier bei den Hebeln hat man auf der rechten Seite die Panzersteuerung und auf der linken Seite die Turmsteuerung, und betrieben, wie gesagt, mit 6 Mignon-Batterien AA-Größe. Jawohl, die Fernsteuerung ist wie gesagt 2,4 GHz, ihr habt eine hohe Reichweite, das sind knapp 80 bis 100 Meter, also das reicht auf jeden Fall. Das hier ist der Akku, 2000 mAh, Fahrzeit 25 bis 30 Minuten, das ist ganz okay auf jeden Fall. Das hier ist das Infrarot-Gefechtssystem, das ist auf jeden Fall interessant, wenn ihr 2 Panzer habt. Hier schauen wir nochmal ganz kurz in den Zubehörbeutel. Jawohl. Hier haben wir erstmal die Aufkleber, da ist ein weiterer Aufklebersatz dabei. Dann die Rauchflüssigkeit, um den Rauchgenerator nachzufüllen.
Und das hier packen wir auch gleich einfach mal aus. Das ist das Infrarot-Gefechtssystem, das man oben in den Panzer einsetzt. Da ist eine Luke, die man aufmachen kann. Dann kann man das hier reinklipsen und gegen einen anderen Panzer antreten, der dieses Gefechtssystem ebenfalls drauf hat. Und dann kann man somit ins Gefecht stürzen und sich gegenseitig abschießen, in Anführungszeichen. Das hier ist die Anleitung, da schauen wir auch nochmal ganz kurz rein. Das hier ist eine Zielscheibe. Falls man die Soft-Air-Version des Panzers hat, kann man da auf diese Zielscheibe die ersten Probeschüsse abgeben. Ich habe wie gesagt die Version hier mit Mündungsblitz und mit Rohrrückzug. Das gefällt mir von der Optik her besser. Und hier ist die Anleitung, die ist wie immer bei Toro sehr, sehr ausführlich und erklärt alle Funktionen noch einmal ganz genau. Und ich würde sagen, wenn man sich das hier durchgelesen hat, weiß man auf jeden Fall Bescheid. Die Anleitung ist in deutscher und in englischer Sprache. Das hier ist die Rauchflüssigkeit. Das hier sind Ersatzkettenglieder aus Metall. Dann Heckschürzen, eine Halterung für ein Maschinengewehr für den Turm, falls man das anbringen möchte als Zubehör. Und die Fahrerfigur, die ist ebenfalls enthalten. Und die Figur könnt ihr dann nach Gutdünken oben in den Panzer setzen, festkleben. Da ist auch ein Stück doppelseitiges Klebeband mit dabei, um das Ganze hier zu befestigen. Und das hier sind die Aufklebersätze. Und je nachdem, welchen Panzer ihr machen wollt oder ob ihr einem historischen Vorbild nacheifern wollt mit der Optik hier, könnt ihr euren Panzer mit verschiedenen Turmnummern etc. ausstatten. Das ist also ebenfalls ganz okay. Hier oben haben wir die Luken, die ebenfalls aus Metall sind. Links die Kommandantenluke. Hier geht auch dann das Gefechtssystem rein oder die Kommandantenfigur. Hier sieht man nochmal, wie schön detailliert das Ganze gearbeitet ist. Hier an der Unterseite sieht man schön die Metallbande. Auch hier sind kleine Details angebracht, was ebenfalls sehr cool ist. Dann hier hinten könnt ihr den Panzer komplett öffnen. Das müsst ihr auch einmal machen, um den Akku einzulegen. Später kommt ihr von außen an den Akku, um diesen zu laden. Um den aufzumachen, ist unten am Panzer ein kleiner Hebel, den kann man ziehen. Dann könnt ihr die Oberwanne des Panzers hier so einfach abnehmen. Man muss ein bisschen aufpassen, da das Ganze innen noch ein bisschen mit Kabel verbunden ist. Und dann hat man hier Platz unter diesem Klettband, um den Akku einzulegen. Den kann man hier einfach hier ein bisschen festziehen. Also hier sind auch alle Teile des Panzers zugänglich. Ihr habt hier unten also das Soundmodul zum Beispiel, den Lautsprecher dafür, genauso wie den Dampferzeuger. Ihr kommt hier zu allen Teilen. Und hier hinten befindet sich die Schaltzentrale des Panzers. Hier wird das Ganze ein- und ausgeschaltet. Hier könnt ihr den Dampfgenerator ein- und ausschalten und die Lautstärke des Soundmoduls regeln. Jawohl, das Ganze ist auch später von außen über eine Klappe zugänglich. Das zeige ich euch gleich noch. Jetzt schließe ich kurz noch den Akku an. Das sind einfach zwei Tamiya-Stecker, einfach so zusammenstecken. Die passen auch nur in eine Richtung. Und jetzt kann ich eigentlich auch schon einen kleinen Funktionstest machen. Wenn ich das Ganze hier jetzt ein- und ausschalte, dann bewegt sich schon gleich der Lüfter auf dem Speed Controller. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Der Panzer funktioniert. Ich setze jetzt noch die Oberwanne rauf und dann wird der Akku noch geladen. Und dann geht's endlich raus zur ersten Probefahrt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze im Vergleich zum Tiger 1 funktioniert, wie der Panzer sich so fährt. Und wer das Video zum Tiger 1 noch nicht gesehen hat, das Ganze habe ich ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. So, aber jetzt starten wir erstmal zur Probefahrt des Königstigers. Der Panzer selbst ist schon eingeschaltet, ihr schaltet noch die Fernsteuerung ein, dann kann man das Ganze hier oben an diesem Hebel hier anlassen. Das dauert dann so 4 bis 5 Sekunden, bis der Panzer komplett angeschaltet ist und dann könnt ihr auch schon losfahren. Hier hinten sieht man auch schön die Wartungsluke, dort kann man auf dieses Modul zugreifen, um den Panzer ein- und auszuschalten und das Soundmodul bzw. Rauchmodul zu managen. Jawohl, und ich würde sagen, der Panzer ist soweit eingeschaltet und bereit zur ersten Probefahrt. Ihr seht schon, der Turm hier bewegt sich, ihr könnt die Kanone heben und senken. Das Ganze geht auch butterweich in beide Richtungen, ganz klar. Jawohl, hier hinten sieht man auch mal das Rauchmodul in Aktion, also der ist schon ordentlich am Machen hier. Und das sieht auch optisch wirklich richtig cool aus und man kann einfach mit ein paar Millilitern von dieser Dampfflüssigkeit nachfüllen und hat dann ungefähr wieder eine Stunde Dampf. Also 1-2 Milliliter reichen da schon, um eine schöne Ausfahrt zu machen. Und ihr seht hier, der Turm dreht sich in alle Richtungen, der Panzer steht wirklich cool da. Und ich würde sagen, fahre ich einfach mal los. Man kann mit diesem Panzer wunderbar ganz sanft anfahren, der ist proportional gesteuert. Man kann natürlich auch Vollgas geben wie ich hier, das geht alles. Und der dreht auf der Stelle und macht eben alles das, was ein Panzer machen soll. Und sieht einfach richtig cool aus, wie er sich so majestätisch bewegt. Auch vom Gewicht her, der Panzer wiegt knapp 7 Kilo. Also der walzt sich durchweg über alles drüber, was so ziemlich geht. Durch jedes Gelände ist also auch ziemlich egal, ob das Sand ist oder ob das hier ein Waldboden ist. Der macht auf jeden Fall alle Steigungen mit. Am meisten Spaß macht mir hier eigentlich das realistische langsame Fahren. Also sozusagen maßstabsgetreu, wie der Panzer sich majestätisch mit dem starken Gewicht hier durch die Gegend bewegt. Und man sieht hier auch schön die Federung, jedes Rad ist einzeln gefedert und das macht wirklich einen sehr, sehr coolen Eindruck.
Dann hat man hier einen Mündungsblitz. Das Ganze ist ähnlich wie bei einem Fotoapparat. Wenn der Panzer also schießt, dann blitzt das vorne schön und das Rohr zieht sich zurück. Also das ist sehr realistisch und macht echt eine super Optik. Also sozusagen ein sehr cooles Teil und ich hoffe euch da zu diesem Panzer noch mehr coole Videos zeigen zu können, denn ich möchte eine coole Panzerschlacht machen und jetzt habe ich ja 2 Panzer. Dazu kann ich euch gleich auch noch das Review zum Tiger 1 ans Herz legen. Das ist ebenfalls sehr cool und dazu habe ich auch ein sehr cooles Fahrvideo gemacht. Das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anseht. Jawohl, ich komme leider schon wieder zum Ende unseres Videos. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich kann euch noch unsere Facebook-Gruppe ans Herz legen. Dort gibt es immer mehr Infos und Bilder zu den Produkten, die ich teste. Und wenn euch das Testvideo gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMav Studios. Ciao!